Was machst du da? Wie wir den Zaun hier aufgebaut haben, haben wir euch ja schon gezeigt, haben wir ja ein Video drüber gemacht. Wir haben aber jetzt auf der Festplatte noch ältere Videos entdeckt. Wir sind ja so ein bisschen am Rumforsten, am Festplatte aufräumen. Und da haben wir ein Video gefunden, wo wir den Pfosten hier gesetzt haben, wo wir da hinten das Dach noch gebaut haben, wo wir unseren ganzen Krimskrams drunter, unsere ganzen Baumaterialien drunter lagern. Ja, und das wollen wir euch jetzt einfach mal zeigen. Es ist Zeit, hier mal den Mittelpfosten zu setzen. Wir haben ja hier 4 Lotes und das ist die Mitte von den 4 Lotes und hier werde ich jetzt ein tiefes Loch buddeln. Unsere Eckpfosten, also die überall an den Ecken sind halt stabiler und die sind 3,5 Meter lang, gucken aber nur 1,80 Meter aus der Erde. Dementsprechend könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie tief das Loch werden muss. Der Boden ist hier ziemlich hart, wie man hier so ein bisschen vielleicht erkennen kann. Ich habe da schon 2 Löcher heute gemacht für die anderen Pfosten. Unser kleines Dach, was da hinkommt. Da müssen 6 Pfosten gesetzt werden. Und dann kommen die 3 von diesen Dachteilen, die da hinten noch liegen, drauf. Bleche haben wir auch schon geholt, damit so ein bisschen unser Restmaterial, was wir hier noch haben, Eisen und so, da bisschen regengeschützt ist. Ja. Und dass man da auch vielleicht mal im Schatten ein bisschen sitzen kann oder so. Da kannst du doch nicht mehr. Ja, erstmal liegt da viel Material, aber wenn wir mit der nächsten Baustelle anfangen, kommt ja einiges weg. Ja, den Mittelpfosten hier, oder diese schöne Eisenstange. Die schöne Eisenstange, die hier die Mitte anzeigt, die kriege ich jetzt hier auch noch gar nicht rausgezogen. Die ist ganz gut da drin. Und deswegen werde ich die noch ein bisschen hier freigraben und dann kommt die von alleine raus. Ja, er ist ein bisschen neugierig hier. Möchten aber trotzdem nicht beim Buddeln helfen. Ja, ihm ist langweilig, ne, weil Nala schläft. Komm mal her. Komm mal her. Komm her. Nee, ist noch nicht so. Kamera. Hund. Sarah ist hier an dem Wasserturm dran. Simba hat ihr gerade hier noch kräftig geholfen, aber jetzt, wo ich die Kamera geholt habe, hat er wohl keine Lust mehr. Er hat hier die Ecke so ein bisschen frei gemacht. So, Sarah legt jetzt hier unten das Fundament von dem Wasserturm frei. Ich möchte nicht, dass der Wasserturm hier in der Erde steht und dementsprechend dann hier die Eisenstangen in der Feuchtigkeit sind. Und außerdem wollen wir hier so eine kleine Outdoor-Spüle hinmachen, wo man dann, wenn man hier draußen Essen macht oder so, auch dann die Sachen abspülen kann oder sich mal die Hände waschen kann. Mal sehen, wie hoch wir das alles mauern und dann den Turm dementsprechend innen mit Beton ausgießen. Ja, auf jeden Fall wird das Fundament immer größer, umso mehr der Simba hier buddelt. Aber ich glaube, der will eh da nur drin liegen. Ja, wie Nala in der frischen. Genau, Nala liegt da hinten in dem frischen Aushub und hat sich hier ein bisschen gemütlich gemacht, um die Augen zuzumachen. Ne? Ja, und jetzt störe ich dich, ne? So, mein Loch muss jetzt erstmal gewässert werden. Wir haben da Wasser reingetan, damit die Erde so ein bisschen locker wird. Die ist wie Beton hier, der Lehm. Und hier die Löcher sind ja schon vorhin schon so tief gewesen. Circa 60, 70 Zentimeter ist das. Das andere hier auch. Da müsste jetzt auch noch Wasser drin stehen, damit man besser buddeln kann. Dann sind auf jeder Seite noch 2. Und da gehe ich jetzt gleich noch ein bisschen dran. Gestern habe ich hier noch so ein bisschen Moniereisen vorbereitet, dass die ganze Platte hier so ein bisschen unterstützt ist. Ich meine, da kommt ja nur eine Spüle drauf, aber ist wahrscheinlich schon wieder übertrieben. So, Sand oder Betonkies habe ich hier auch schon vorbereitet. Hier im Fass wartet das Ganze auch schon gequält zu werden. Jetzt muss ich nur noch Zement reintun, den Mischer holen und dann geht's los. So, ich glaube gerade gesehen zu haben, dass du schon gefilmt hast, ne? Ja, ich habe das gefilmt. Ja, jetzt hast du noch mal ein bisschen nass gemacht hier. Genau. Den Beton. Nass gemacht. Jetzt lege ich los. Jetzt mache ich die erste Mischung. Da das Loch, wo ja gleich der Pfosten hier für die Klimaanlagenhalterung reinkommen soll, den habe ich gerade noch ein bisschen ausgebuddelt, weil liegt ja jetzt schon länger da das Loch und dann fällt immer mal wieder ein bisschen Dreck rein. Da kommt jetzt als allererstes von der ersten Mischung gleich so ein paar Schippen Zementbeton rein und dann ist der Metallpfosten steht dann nicht im Erdreich, also hat keinen Kontakt mit dem Erdreich, sodass weniger Feuchtigkeit ins Metall ziehen kann, der dadurch halt hoffentlich länger halten soll. So, jetzt fange ich an, hier die Mischung zu machen.
Den Zement habe ich mir auch vorbereitet. Da sind 3 Eimer Betonkies drin. Jetzt kommt hier noch ein Eimer Zement rein. Also 1:3er Mischung oder 3:1. Moment. Sarah ist eingestaubt. So. Ah, jetzt bin ich hier ganz falsch. So. Ein bisschen Wasser dazu. Ja, Wasser ist immer Bedarf, ne? So abschätzen. Ey. Ich mache das immer nach Abschätzung. Weil je nachdem, wie nass der Sand ist oder so, braucht man mehr oder weniger. Oder je nachdem, wie man die Konsistenz haben will. Und jetzt wird's sauber. Dann zeige ich euch einmal kurz, was ich gemacht habe. Nala buddelt wie immer. Aber an gewissen Stellen hier darf sie das. Ich bin dabei, Regale zu bauen. Mit Schrothülsen drin. Das ist als Absicht, also ich mag das. Hier, da kommt halt, das mache ich halt alles noch schön. Und dann habe ich schon mal ein Regal fertig. Aber die ganzen Böden habe ich fertig, bis auf das eine Brett. Das muss ich gleich noch schneiden. Ich glaube, da werden es 4 oder 5 Regale. Also Dekoregalchen. Mal gucken, wie viel. So. Flap, flap, flap. Ja, da unten wird man jetzt nicht viel sehen. Wir haben aber jetzt da unten so eine kleine Betonschicht. Ich habe da jetzt mal so 3 Schippen reingetan. Dementsprechend steht der Ständer nachher auch nicht da in der Erde drin. Das kann jetzt so langsam ein bisschen anziehen, damit das leicht ausgehärtet ist und später steht der Ständer dann gut da drauf. Ob man dich da in einem Loch gehört hat? Weiß ich nicht. Ja, der Rest von der ersten Mischung kommt jetzt da rein. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, einen vernünftigen Betonmischer zu benutzen, weil das ist an sich schon ein bisschen zu viel, um hier per Hand anzurühren. Du wolltest einen kaufen, ne? Ich wollte einen kaufen, aber irgendwie ziehe ich mich immer noch. Nächstes Mal sage ich einfach, wir nehmen den mit. Genau. Dann. Bevor die da einsam im Laden rumstehen, ne? Nala, nein. Ich hole, glaube ich, mal gleich Stäbe und Bände, sonst rennen die da rein. Die Platte ist jetzt fertig. Wir haben die jetzt gerade schon einmal mit dem Glätter abgezogen. Jetzt muss sie erstmal ein bisschen anziehen. Und ich stehe im Schatten. Was muss dann nochmal gemacht? Ey, nicht auf meine. Oh, auf die Schippe. Ja, die Platte ist jetzt soweit erstmal fertig. Die Sarah hat die mit dem Glätter grob glatt gemacht. Ja, wenn man jetzt eine richtig schöne Oberfläche haben möchte, müsste man jetzt mit so einem Plastikreibebrett oder so darüber gehen. Kann ich euch mal einblenden. Habe ich leider kein eigenes. Ich werde jetzt demnächst eins kaufen. Auch werde ich eine Betonmischmaschine kaufen, weil der Rührquiel, weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier unten hat er sich natürlich so ein bisschen verabschiedet. Ja, das ist halt nichts für den. Das ist zu große Überlastung. Aber den repariere ich wieder und dann funktioniert er auch wieder. So, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause, weil wir müssen sowieso Zement kaufen. Der reicht nämlich nicht mehr, den wir da haben, für unser Loch hier. Dann mal gucken, wie viele Fötchenabdrücke. Und genau, dann schauen wir mal, wie viele Fötchenabdrücke nachher auf dem Beton sind. Aber das ist alles nicht so wichtig, weil da wird sowieso nur als Grundlage zur Mauer genutzt. Und den wird man nachher nicht mehr sehen. Sonst hätten wir den auch schöner gemacht. So, Pause. Jo. So, erwischt. Da haben wir den ersten, der hier kräftig seine Fußspuren auf unserem Beton hier, auf dem frischen Beton hier. Sauber! Was machst du denn da? Sauber! Na, und da belohnt ihr dich auch noch für, ne? Ja. Was los, hast du Beton gefressen? Ich glaube, der hat schon ein bisschen dran geschleckt. Naja, da das Ding ja hier eh keine Sichtbetonfläche ist, soll er da mal seine Tatzen drauf verewigen. Sind ja nicht die ersten Tatzen, die ich im Beton wiedergefunden habe. Ja, sonst war Fritz. Ja, aber auch in Deutschland hatte ich schon Katzenspuren auf Betonflächen. Den Ständer für die Klimaanlage haben wir ja vorhin zusammen reingesetzt, Sarah und ich. Das hat auch einigermaßen geklappt. So schwer ist der gar nicht.
Jetzt sind wir vor der letzten Mischung. Habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet. Zement, Sand liegt da. Das Loch hat sich gut gefüllt. Und Sarah kontrolliert jetzt hier schon mal ein bisschen die Ausrichtung. Grob. Mit Bewegung ist das schon nicht mehr viel. Genau, bewegen tut er sich schon nicht mehr viel. Deswegen muss der einigermaßen jetzt schon stehen. Und gleich werden wir dann noch den Rest Feinschliff machen, nachdem alles Beton eingebracht ist. Da oben hat Sarah auch schon gemessen, die Parallelität zum Haus. Jo, dementsprechend letzte Mischung jetzt. Das Betonieren mit diesem Handquirl ist natürlich nicht optimal. Der hat ja auch hier, wie ich schon gezeigt habe, gut gelitten. Repariere ich aber alles wieder. Und das haben wir jetzt nochmal mit dem Handquirl gemacht. Ist auf jeden Fall immer noch besser als mit dem Spaten das Ganze anzurühren. Mit dem Spaten ist es deutlich schwierig. Aber unser Kunstwerk ist fast fertig. Müssen wir eigentlich nur die Pfötchenabdrücke weiß anmalen. Ne? Ja. So, das Ganze führe ich jetzt einfach hier mit der Schaufel da rein. Und dann sollte das hart werden. Ganz wichtig ist hier natürlich das Verdichten beim Beton. Wir haben leider keinen Flaschenrüttler oder ähnliches. Dementsprechend muss Sarah jetzt hier mit der Hand hier unter einer Stange so ein bisschen da drin rumstochern, dass der ganze, ja, die Luft quasi da rauskommt. Also jedes Mal, wenn ihr was einfüllt, am besten ein bisschen stochern, damit die Luft rauskommt. Und dann habt ihr auch einen schönen dichten Beton. Ja gut, das ist klar. Natürlich kann ich bei sowas nicht sauber arbeiten. Hier an dem Schaumplattenhaus, das ist ja eine Metalloberfläche hier, die einfach nur weiß lackiert ist, haben wir den riesen Vorteil. Sarah kann da jetzt einfach mit einem feuchten Lappen die Betonspitze abwischen. Genauso hier gleich an dem Pfosten kann man das auch gleich noch schön abwischen. Anders ist das bei einer Steinwand wie da drüben bei unserem Steinhaus. Wir haben ja auch noch irgendwo ein paar Spritzer dran. Auch diese Salzausblühung da werden wir irgendwann mal zeigen. Da gibt es so spezielle säurehaltige Reiniger. Hier ist auch so ein bisschen Putz noch. Und damit kriegt man das sauber. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Genauso da oben, der Ringanker muss ja auch noch schön gemacht werden. Aber eins nach dem anderen. Hier werden wir jetzt erstmal bald die Klimaanlagen installieren. Genauso hier unser Arbeitswerkzeug, der Quirl und die Schippe und alles, auch hier das Fass, muss jetzt natürlich alles mit Wasser sauber gemacht werden, bevor das ganze Zeugs anzieht und trocken ist, dann geht es viel schwerer ab. Ich habe es zwar vor weit über einem Jahr angekündigt, dass wir hier diesen Zementschleier entfernen werden, haben wir leider immer noch nicht. Mittlerweile habe ich sogar 9 Zementschleier da mit an die Wand gespritzt, als wir hier die Schattendacherweiterung gemacht haben. Aber wir haben doch tatsächlich jetzt diesen Reiniger uns schon mal zugelegt. Den haben wir schon. Jetzt fehlt nur noch die Zeit und die Lust, hier mal ranzugehen. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir werden das dann auch filmen und gucken, ob der Reiniger diesen schäbigen Zementschleier da entfernen kann. Jo, bis dahin würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.